Simona, dear colleagues, dear friends, thank you. It's wonderful to be here. I thank you for the invitation. I wanted to start with a lighter note, a joke that, hello, I bring you greetings from the north. Winter is coming. But I'm afraid it feels a little bit too close to the truth to be funny in the times we live in. I'm delighted to be here. I feel very amongst friends with so many familiar faces. The National Party of Scotland, my party, has worked with the Green Group in the European Parliament for over 20 years. We have a common agenda. We have great colleagues. We have Jan Philip, we have Reinhard, Michael, Sven, Rebecca, Martin, Maria, Ska, Barbara, Terry, and Helga. We have great colleagues where we work together, and I would thank you personally for your solidarity in the last few months. Brexit is not an interesting academic exercise. It is not a funny little thing. It is a punch to my stomach. It offends me intellectually, it offends me politically, and it saddens me greatly. The prospect that my country could be removed from our family of nations, our slightly dysfunctional family of nations, but a family nonetheless, against our will, hurts me deeply to my core. And within the European Parliament, we have a good cooperation, an honest cooperation, a mature cooperation, a productive cooperation. How modern, how European. And it's fitting also to reflect today on the 11th of November, Armistice Day, when we reflect upon what can happen when politics goes wrong. We must remember the lessons of our past. We have, of course, also a very warm relationship with the Scottish Greens. The Scottish Greens are also in favour of Scottish independence, and we work with them closely at home where we can cooperate. Aber wir sind doch in Deutschland. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freunde, ich bin heute hier, um eine Botschaft mit euch allen zu teilen, nicht nur über Schottland, sondern über Europa. Wir leben in seltsamen Zeiten. Viel steht wirklich auf dem Spiel. Zu viele Menschen, zu viele Bürger sind wütend. Sie kämpfen und sie fühlen sich ausgeschlossen von der Politik. Das macht sie anfällig für Politiker, immer Politiker mit einfachen Antworten. Für die Politik der Teilung und leider die Politik der Hass. Wir müssen uns erinnern, wir müssen unsere Bürger erinnern, dass die EU ist der beste Kriegsvermeidungsmechanismus, der jemals erfunden wurde. Wenn wir die Lehren der Geschichte nicht lernen, werden wir die Fehler wiederholen. Wir haben beim britischen Referendum gesehen, dass eine Umkehrung möglich ist. Und das ist nicht ein bizarres britisches Phänomen. Ich sehe die gleichen Zutaten in alle unseren Ländern, auch bei euch in Deutschland. Ja, ein anderes Europa ist möglich. Ja, Europa, die EU ist nicht perfekt. Und ich bin stolz darauf, mit so vielen von euch zusammenzuarbeiten, um dieses besseres Europa zu schaffen. Aber gerade existiert nur ein Europa. Und dieses Europa ist jetzt ernsthaft bedroht. Liebe Freunde, wir haben keine Zeit, wie wir in Schottland sagen, über die Farbe der Vorhänge zu streiten, wenn das Dach unseres europäischen Hauses brennt. Eine wirkliche Trennung besteht
zwischen den Menschen und der EU. Europa ist immer irgendwo anders, ein bisschen fremd. Wir müssen alle die Brückenbauer sein. Wir müssen Multilateralismus als eine Idee verteidigen, weil wir in Zeiten leben, in denen es nicht als selbstverständlich angesehen werden kann. Schande und Tadel sind einfach. Zusammenarbeit und Solidarität sind schwieriger, aber wichtig. Denn die Drohungen, mit denen wir alle konfrontiert sind, sind größer als jedes Land. Der Klimawandel, die Flüchtlingskrise, die Finanzkrise, die Bekämpfung des Terrorismus und die organisierte Kriminalität, alle können nur durch Zusammenarbeit gelöst werden. Und es ist dieser Grundsatz, dass Zusammenarbeit besser als Teilung ist jetzt gefährdet. In alle unsere Länder, gleich Europa. Wir haben auch bei uns in Schottland Herausforderungen. Schottland ist keine kleine Region. Wir sind eines der ältesten Länder Europas, 5,5 Millionen Menschen, und wir haben eindeutig dafür gestimmt, in unserer europäischen Familie zu bleiben. Ich und meine Regierung und die schottischen Grünen möchten, dass mein Land unabhängig wird. Und das ist aber eine andere Frage, die es für uns gilt zu klären. Aber ich möchte auch, dass mein Land mit unseren Nachbarn und den Freunden und Freundinnen zusammenarbeitet, um unsere gemeinsamen Herausforderungen zusammen zu begegnen. Ich weiß nicht, was die Zukunft in Schottland oder Großbritannien oder Europa bringt. Aber ich weiß, dass wir unsere Freunde brauchen werden. Wie ich auch im Europaparlament sagte, Schottland hat Europa nicht im Stich gelassen. Lass Schottland nicht im Stich jetzt. Zusammen gibt es noch viel mehr zu tun. Danke. Danke. Thank you.